Lektion 261. Magst du Obst? Hey Anna, magst du Obst? Ja, ich liebe Obst. Warum fragst du? Nun, ich habe gerade zum ersten Mal eine Papaya probiert und muss sagen, ich war kein großer Fan. Wirklich? Ich liebe Papaya. Was hat dir daran nicht gefallen? Ich weiß nicht, der Geschmack war mir einfach ein bisschen zu tropisch. Ha, das ist lustig. Ich denke, es ist nicht jedermanns Sache. Ja, ich glaube, ich bleibe bei meinen Äpfeln und Bananen. Äpfel und Bananen sind großartig, aber haben Sie schon einmal einen Durian probiert? Ein Durian? Was ist das? Es ist eine Frucht, die in Südostasien sehr beliebt ist. Es ist dafür bekannt, unglaublich zu stinken, und manche Leute sagen, es schmeckt wie eine Mischung aus Käse, Zwiebeln und Sportsocken. Oh, das klingt ekelhaft. Ha, ja, das ist definitiv ein erworbener Geschmack. Aber manche Leute lieben es. Sie sagen, es ist den Geruch wert. Ich weiß nicht, ob ich mutig genug bin, es zu versuchen. Ich glaube, ich bleibe bei meinen sicheren Früchten. He, das kann ich dir nicht verübeln. Manchmal ist es am besten, bei dem zu bleiben, was Sie wissen. Lektion 262. Packen Sie Ihre Dokumente. Hey Anna, Lektion musstest du schon einmal Dateien 262. kaufen, um Packen Sie deine Ihre Dokumente zu Dokumente. packen? Ja, habe ich. Warum fragst du? Nun, ich war neulich im Laden und habe gesehen, dass sie eine riesige Auswahl an Dateien hatten. Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Typen gibt. Oh ja, es gibt definitiv viele Möglichkeiten. Welche Art von Akten haben Sie sich angesehen? Ehrlich gesagt war ich nur auf der Suche nach etwas, in das ich meine Dokumente für meinen bevorstehenden Umzug packen kann. Aber dann sah ich, dass sie Dateien mit verschiedenen Farben, Größen und Formen hatten. Es war überwältigend. Ha, ich weiß, was du meinst. Es kann schwierig sein zu wissen, welches man wählen soll. Ich persönlich bevorzuge den klassischen Manila-Folder. Ja, ich habe darüber nachgedacht, mir die zu besorgen. Aber dann sah ich, dass sie welche mit flippigen Designs und Mustern hatten. Ich war versucht, die Dinge ein bisschen aufzupeppen. He, wenn Sie Ihrem Ablagesystem etwas Flair verleihen möchten, probieren Sie es aus. Achte nur darauf, dass du dich nicht zu sehr von den Mustern ablenken lässt und vergiss, sie richtig zu beschriften. Guter Punkt. Ich möchte nicht mit einem Haufen Dateien enden, an deren Inhalt ich mich nicht erinnern kann. Exakt. Aber hey, wenigstens hast du ein paar schicke Dateien, die du dir ansehen kannst, während du versuchst, dich daran zu erinnern, was drin ist. Lektion 263. Gute Schulferien. Hey Anna, hattest du schöne Schulferien? Schulferien? John, wir haben das College vor Jahren abgeschlossen. Wir haben keine Schulferien mehr. Oh, richtig. Das habe ich vergessen. Ich glaube, ich war einfach so daran gewöhnt, alle paar Monate eine Pause vom Unterricht einzulegen, dass ich es immer noch als Schulferien betrachte. Ha, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt müssen wir unsere Urlaubstage sinnvoll nutzen. Ja, ich schätze, du hast recht. Hast du mit deiner Freizeit irgendwas Lustiges gemacht? Nicht wirklich. Ich habe gerade einen Aufenthalt genommen und die dringend benötigte Ruhe nachgeholt. Das klingt nett.
Ich habe mit meiner Familie einen Ausflug zum Strand gemacht. Es war toll, sich zu entspannen und die Sonne zu genießen. Das klingt unglaublich. Hast du irgendwelche Sandburgen gebaut? Tatsächlich haben wir es getan. Meine Kinder hatten viel Spaß dabei, eine riesige Sandburg zu bauen und sie dann zu zerstören. Ha, das klingt nach so viel Spaß. Ich habe seit Jahren keine Sandburg mehr gebaut. Nächstes Mal solltest du mit uns kommen. Wir könnten es zu einem freundschaftlichen Wettbewerb machen. Oh, du bist dran. Ich fange jetzt an, meine Fähigkeiten im Sandburgenbau zu üben. Lektion 264: Baumpflanzen. Hi Anna, hast du schon einmal einen Baum gepflanzt? Ja, habe ich. Warum fragst du? Nun, ich habe darüber nachgedacht, in meinem Garten einen Baum zu pflanzen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, der Umwelt zu helfen. Das ist eine tolle Idee. Was für einen Baum denkst du zu pflanzen? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich dachte vielleicht an einen Ahornbaum oder einen Hartriegelbaum. Was denkst du? Beides ist eine gute Wahl. Ich finde, ein Ahornbaum wäre im Herbst wirklich hübsch, wenn sich die Blätter verfärben. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ich bin ein bisschen nervös, es selbst zu pflanzen. Ich will es nicht vermasseln. Oh, so schwer ist das nicht. Achte nur darauf, dass du das Loch tief genug gräbst und ihm viel Wasser gibst. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Aber was ist, wenn es nicht wächst? Was ist, wenn ich am Ende einen toten Baum in meinem Garten habe? Ha, keine Sorge, ich bin mir sicher, es wird gut wachsen. Und selbst wenn dies nicht der Fall ist, werden Sie eine großartige Geschichte über die Zeit zu erzählen haben, als Sie versucht haben, einen Baum zu pflanzen und kläglich Danke für die gescheitert sind. Ermutigung, Anna. Ich fühle mich jetzt etwas selbstbewusster. Vielleicht lade ich dich sogar zu einer Baumpflanzparty ein. Klingt nach einem Plan. Stellen Sie nur sicher, dass Sie genügend Snacks und Getränke haben, damit wir für all das Graben mit Energie versorgt sind. Lektion 265: Sprich mit jemandem, der deine Sprache nicht spricht. Hey Anna, hattest du jemals ein Gespräch mit jemandem, der deine Sprache nicht spricht? Ja, habe ich. Es kann ein bisschen herausfordernd sein, aber es ist auch eine großartige Gelegenheit, etwas Neues zu lernen. Ich hatte neulich so ein lustiges Erlebnis. Ich war im Bus und neben mir saß ein Tourist. Er versuchte, mir eine Frage zu stellen, aber er sprach nicht sehr gut Englisch. Oh nein, was hast du getan? Nun, ich habe mein Bestes versucht, ihn zu verstehen, aber es fiel mir schwer. Dann zog er sein Handy heraus und benutzte eine Übersetzungs-App, um mir seine Frage zu stellen. Das ist klug. Wie lautete die Frage? Er wollte wissen, ob der Bus zum Museum fuhr. Aber die Übersetzungs-App funktionierte nicht sehr gut und es kam heraus, hat dieser Bus ein Museum drin? Ha, das ist so komisch. Was hast du ihm erzählt? Ich musste erklären, dass es im Bus kein Museum gab und dass er an einer bestimmten Haltestelle aussteigen und ein paar Blocks laufen musste, um zum Museum zu gelangen. Nun, zumindest konntest du ihm helfen. Und wer weiß, vielleicht hat er eine lustige Geschichte zu erzählen über die Zeit, als er gefragt hat, ob in dem Bus ein Museum sei. Ja, das hoffe ich.
Es war auf jeden Fall ein unvergessliches Erlebnis. Lektion 266. Kannst du Klavier spielen? Hey Anna, weißt du, wie man Klavier spielt? Ja, das tue ich. Warum fragst du? Nun, ich wollte schon immer lernen, wie man ein Instrument spielt, und ich dachte, vielleicht wäre das Klavier eine gute Wahl. Das ist eine tolle Idee, John. Das Klavier ist ein wunderschönes Instrument. Ja, aber ich mache mir Sorgen, dass es zu schwierig sein könnte. Ich habe kein sehr gutes Rhythmusgefühl. Mach dir darüber keine Sorgen. Klavierspielen zu lernen erfordert Übung, aber jeder kann es tun. Und wer weiß, vielleicht entdecken Sie ein verborgenes Talent. Das stimmt. Aber was ist, wenn ich kein Klavier zum Üben finde? Das ist ein gutes Argument. Aber du könntest immer ein Digitalpiano oder ein Keyboard ausprobieren. Sie können genauso gut sein wie das Original. Okay, das behalte ich im Hinterkopf. Aber was ist, wenn mein Spiel so schlecht ist, dass ich alle verrückt mache? Ha! Denken Sie daran, Übung macht den Meister. Und wenn alles andere fehlschlägt, können Sie jederzeit mit leiser Lautstärke spielen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht fange ich jetzt an zu üben. Hast du irgendwelche Songempfehlungen? Klar, wie wäre es mit Essstäbchen? Es ist ein Klassiker und leicht zu erlernen. Essstöpchen? Ist das nicht das Lied, das kleine Kinder mit 2 Finger spielen? Es ist nicht ohne Grund ein Klassiker. Außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, Ihre Fingerkraft und Koordination zu verbessern. Okay, ich werde es versuchen. Wer weiß, vielleicht bin ich der nächste Chopin. Lektion 267. Wasserflaschen. Hey Anna, hattest du schon einmal eine dieser Wasserflaschen, die dein Getränk den ganzen Tag kalt halten? Ja, ich habe einen. Warum fragst du? Nun, ich habe gerade einen bekommen und ich muss sagen, er ist ein Gamechanger. Ich kann nicht glauben, wie lange es mein Wasser kalt hält. Ich weiß, oder? Es ist unglaublich. Ich liebe es, den ganzen Tag kaltes Wasser bei mir haben zu können. Ja, aber der Nachteil ist, dass ich jetzt verwöhnt bin. Ich kann nicht wieder Wasser mit Raumtemperatur trinken. Ha, ich weiß, was du meinst. Wenn Sie den ganzen Tag kaltes Wasser getrunken haben, ist es schwierig, sich mit weniger zufrieden zu geben. Und das Schlimmste ist, wenn Sie vergessen, die Flasche mitzunehmen. Es ist wie soll ich ohne mein kaltes Wasser überleben? Ja, das ist die ultimative Tragödie. Aber zumindest hast du eine Ausrede, um eine weitere Wasserflasche zu kaufen. Vielleicht eine mit einem lustigen Design oder so. Das stimmt. Ich könnte eine ganze Sammlung von Wasserflaschen starten. Alle meine Freunde werden mich beneiden. Man weiß nie. Vielleicht setzt du einen Trend auf und jeder trägt schicke Wasserflaschen mit dir herum. Du wirst der Trendsetter sein. Ha, ich mag das Geräusch. Vielleicht entwerfe ich sogar meine eigene Wasserflaschenlinie. Die Möglichkeiten sind endlos. Lektion 268. Heute ist es draußen sehr kalt. Hey Anna, kannst du glauben, wie kalt es heute draußen ist? Ich weiß, oder?
Es ist eiskalt. Ich musste 3 Schichten tragen, nur um warm zu bleiben. Ja, und meine Nase fühlt sich an wie ein Eiszapfen. Ich weiß nicht, wie Menschen an Orten leben, an denen es ständig kalt ist. Ha, ich weiß, was du meinst. Ich bin an einem Ort aufgewachsen, an dem es viel geschneit hat, aber ich kann mit der Kälte immer noch nicht umgehen. Das gleiche hier. Ich bin definitiv eher ein Fan von warmem Wetter. Ich brauche meinen Sonnenschein und meine Strandtage. Ja, ich auch. Aber zumindest gibt uns das kalte Wetter eine Ausrede, viel heißen Kakao zu trinken und uns mit einer Decke einzukuscheln. Das stimmt. Und vergiss nicht all die kuscheligen Pullover und Schals, die wir tragen dürfen. Oh, die vergesse ich nie. Tatsächlich habe ich eine ganze Kollektion von Pullovern nur für kalte Tage. Wow, ich bin beeindruckt. Vielleicht könntest du mir 1 oder 2 Dinge beibringen, wie man im Winter warm bleibt. Klar, John. Denken Sie daran, dass Schichtung der Schlüssel ist. Und scheuen Sie sich nicht, eine süße Mütze oder Ohrenschützer zu tragen. Wen interessiert es, ob du ein bisschen albern aussiehst? Du wirst warm und kuschelig sein. Lektion 269. Ich benötige eine Hotelempfehlung. Hey Anna, ich brauche deine Hilfe. Ich plane eine Reise und benötige eine Hotelempfehlung. Klar, John. Was für ein Hotel suchen Sie? Nun, ich will etwas, das erschwinglich, aber trotzdem nett ist. Und ich möchte sicherstellen, dass die Lage auch gut ist. Okay, lass mich nachdenken. Haben Sie sich das Hotel Sleep in a Box angesehen? Es ist ein Budgethotel, aber es ist eigentlich ziemlich cool. In einer Box schlafen? Das klingt nicht sehr ansprechend. Ha, ich weiß, der Name ist ein bisschen seltsam. Aber die Zimmer sind eigentlich wirklich süß und gemütlich. Und die Lage ist auch super. Okay, ich muss dich beim Wort nehmen. Was ist mit den Annehmlichkeiten? Haben Sie ein Fitnessstudio oder einen Pool? Nein. Aber sie haben einen Verkaufsautomaten, der Hot Pockets verkauft. Heiße Taschen? Das ist alles? He, klopf nicht dran, bis du es probiert hast. Aber wenn Sie etwas Gehobeneres suchen, gibt es immer das Grand Luxor Hotel. Es ist etwas teurer, aber es ist definitiv luxuriös. Grand Luxe Hotel? Das klingt schick. Welche Annehmlichkeiten haben Sie? Oh, sie haben alles. Ein Spa, ein Pool auf dem Dach, ein mit einem Michelin-Stern ausgezeichnetes Restaurant. Du nennst es, sie haben es. Wow, das klingt toll. Aber ich weiß nicht, ob mein Budget das aushält. He, mach dir keine Sorgen. Du kannst immer einfach ihre Toilette benutzen und so tun, als wärst du ein Gast. Ich werde es niemandem sagen. Lektion 270. Hast du jemals einen Drachen gesehen? Hey Anna, hast du jemals einen Drachen gesehen? Nein, John. Drachen sind nicht real. Was meinst du, sie sind nicht real? Natürlich sind sie echt. Ich habe einen in einem Film gesehen. Oh, ich verstehe. Nun, in dem Fall sind sie wohl echt in den Filmen.
Nein, nein, sie sind auch im wirklichen Leben real. Ich habe in einem Buch über sie gelesen. John, Drachen sind Fabelwesen. Sie existieren nicht wirklich. Okay, gut. Aber wenn sie existieren würden, wäre das nicht erstaunlich? Ich meine, wer möchte nicht einen Drachen als Haustier haben? Ich weiß nicht, John. Ich denke, ein Drache als Haustier könnte ein bisschen zu viel sein. Unsinn. Ein Drache als Haustier wäre das coolste Ding aller Zeiten. Ich könnte damit zur Arbeit fahren und meinen Feinden Feuer einhauchen. Ja, ich glaube nicht, dass Ihr Chef sich allzu freuen würde, wenn Sie auf dem Drachen zur Arbeit reiten. Und deinen Feinden Feuer einzuhauchen ist vielleicht nicht die beste Strategie zur Konfliktlösung. Okay, du hast recht. Vielleicht wäre ein Drache als Haustier nicht die praktischste Sache. Aber ein Mann kann träumen, nicht wahr? Natürlich, John. Träume groß. Machen Sie sich nur vielleicht keine Hoffnungen, in absehbarer Zeit einen echten Drachen zu finden. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere unseren Kanal. Und sieh dir mehr Videos von unserem Kanal an.